Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr diese süßen Fäustlinge für Babys näht. Diese sind innen mit einem Vliesstoff gefüttert und somit ideal für kältere Tage. Falls euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Falls ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr auch kostenlos meinen Kanal abonnieren. Weitere Nähanleitungen zum Anschauen und auch Nachmachen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nun aber erstmal viel Spaß beim Schauen. Ihr benötigt wie immer eine Nähmaschine, dann eine Schneidematte, eine Stoffschere, Stecknadeln zum Fixieren, ein Maßband zum Abmessen, ein Magic Pen zum Aufzeichnen, ein Schnittmuster. Ich habe mir hier meins selber erstellt. Dieses hat eine Höhe von 10 cm und eine Breite von 8 cm. Für andere Größen könnt ihr einfach im Internet schauen, da gibt es diverse Größentabellen. Diese Größe hier ist ideal für Neugeborene. Dann benötigt ihr noch zwei Stoffe, einmal hier einen Jersey-Stoff und dann einen schönen warmen Vliesstoff. Und zu guter Letzt braucht ihr noch Bündchenware. Dieses Projekt eignet sich auch hervorragend, um Stoffreste zu verwerten. Zunächst einmal legen wir den Jersey-Stoff rechts auf rechts übereinander, fixieren das Schnittmuster mit Stecknadeln, pausen es einmal ab und schneiden es im Anschluss aus. Ihr müsstet nun zwei Teile vorliegen haben. Das gleiche macht ihr natürlich auch mit dem Vliesstoff. Wenn die Teile für den ersten Handschuh ausgeschnitten sind, legen wir den Vliesstoff und den Jersey-Stoff einmal rechts auf rechts übereinander und fixieren das Ganze mit Stecknadeln. Ihr näht nun mit einem dehnbaren Stich entlang der gezeigten Linien zusammen. Beim Futterstoff müsst ihr eine Wendeöffnung von ca. 2 cm am Rand lassen. Ich zeige nochmal hier, wo ich zusammengenäht habe. Hier am Futterstoff habe ich an der Seite eine Wendeöffnung von ca. 2 cm gelassen, wodurch das Stück später gewendet werden kann. Den Jersey-Stoff habe ich ringsherum zusammengenäht. Jetzt müssen wir uns das Bündchen ausmessen, und zwar nehme ich hier mein Maßband und messe den Umfang. So, das sind bei mir hier ca. 7 cm. Und diese 7 cm nehme ich jetzt mal 2, damit ich den Umfang habe. Das sind bei mir 14. Diese nehme ich mal 0,8. Das sind 12 cm plus 2 cm Nahtzugabe sind 14 cm. Von daher ist jetzt mein Bündchen, die habe ich auch schon bereits zugeschnitten, haben eine Länge von 14 cm und eine Höhe von 11 cm. Die Höhe des Bündchens könnt ihr euch aber auch individuell anpassen, so wie ihr das gerne möchtet. Die Bündchen werden jetzt erstmal rechts auf rechts übereinander gelegt und anschließend mit Stecknadeln fixiert. Wir nähen nun entlang der langen offenen Kante mit einem dehnbaren Stich zusammen. Zusammengenäht sollte dann das Ganze so aussehen. So, und jetzt krempeln wir die Bündchen erstmal bis zur Mitte um. So, jetzt nehmen wir erstmal beide Teile des Handschuhs. Das Teil für den Außenstoff, das wenden wir jetzt erstmal auf rechts. Darüber wird dann unser Bündchen gestülpt, und zwar so, dass halt die Naht des Bündchens auf die Naht des Handschuhs trifft, und fixieren das Ganze einmal mit Stecknadeln.
Hierbei ist noch zu beachten, dass ihr das Bündchen ringsherum gleichmäßig gedehnt feststeckt. So, jetzt nehmen wir unseren Innenhandschuh, dieser ist noch auf links gedreht, und stecken den Außenhandschuh dort rein. Und dabei achten wir darauf, dass auch hier Naht auf Naht liegt und fixieren das Ganze einmal mit Stecknadeln. Hierzu ziehen wir die Stecknadeln vom vorherigen Feststecken raus und fixieren diese erneut mit dem Innenhandschuh. Wir nähen nun ringsherum mit einem dehnbaren Stich zusammen. Hier bitte das Bündchen gleichmäßig gedehnt annähen. Bitte nur das Bündchen dehnen und nicht die anderen beiden Stoffe. Und auch bitte aufpassen, dass ihr wirklich alle 3 Lagen erwischt. So, ich zeige jetzt hier nochmal, wo ich genäht habe. Jetzt haben wir hier an der Seite noch die offene Wendeöffnung, wodurch wir das Stück jetzt wenden werden. So, jetzt ist der Fäustling auch schon fast fertig. Wir haben hier noch die offene Wendeöffnung. Hier könnt ihr einfach entweder knappkantig mit der Nähmaschine drüber gehen oder ihr macht es wie ich und nutzt hierfür einen Matratzenstich, dann sieht man das Ganze nicht. Wenn ihr dann die Wendeöffnung verschlossen habt, dann fehlt euch ja noch der zweite Fäustling und den macht ihr ganz analog wie den ersten. So sieht dann das Ganze aus, wenn es fertig ist. Ist doch ganz niedlich geworden, oder? Wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich wie gesagt riesig über einen Daumen nach oben oder abonniert doch einfach kostenlos meinen Kanal. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ja, bis zum nächsten Video, eure Stoff Mieze.